Der Morgen begann heute schon wieder sehr reibungsvoll. Und zwar, es ging los. Mein Flug wurde annulliert, gecancelt und ich habe nicht immer eine Benachrichtigung bekommen, sondern habe das festgestellt, als ich mich einchecken wollte. Zum Glück relativ zeitig und habe gesagt, oh Mist, was mache ich jetzt? Also ein neuer Flug musste her. Jetzt bin ich noch im Support, dass ich wenigstens das Geld für den anderen Flug zurückbekomme. Nichtsdestotrotz geht es jetzt gleich erstmal weiter von hier aus Cordoba zurück nach Buenos Aires. Und ja, ich hoffe, alles wird gut und ich freue mich auf den nächsten Lauf. Ja, herzlich willkommen hier in meinem Kanal. Mein Name ist André und das ist André läuft. Ich freue mich, euch hier begrüßen zu dürfen in meiner kleinen Reise rund um die Welt. Vor allen Dingen hier in Argentinien, wo ich viele Läufe vollbracht habe und noch vollbringen werde. Und freue mich, euch mit an Bord zu haben. Da ist sie, meine Freunde. Das ist die Medaille vom letzten Lauf in Cordoba. Jetzt heißt es erstmal fliegen, um zu laufen. Und es ging dann doch relativ problemlos weiter bzw. zurück aus Cordoba in die Hauptstadt Argentiniens nach Buenos Aires, wo ich bereits seit 14 Jahren lebe und mich wirklich pudelwohl fühle. Aber ja, seht selbst. Ja, vorgestern bin ich noch um diese Zeit den Marathon in Cordoba gelaufen. Ganze 42 Kilometer, ist mal oben verlinkt. Und heute, ja, schon 2 Tage später geht es weiter mit dem Training für den nächsten Marathon. Läuft gut. Heute auf dem Plan stehen lockere 11 Kilometer auf dem Band. Also 1 Stunde, 11 Kilometer ist so das, was ich mir heute vorgenommen habe. Und das wird auch klappen. So, ich habe fertig hier heute. Ja, auf dem Laufband waren heute 11,3 Kilometer. War weniger anstrengend, als ich dachte nach dem langen Marathon am Sonntag. Hatte relativ schwere Beine, aber mit dem Laufen ist es irgendwie verflogen, also lief gut. Morgen geht's dann los zum 9 Kilometer Unabhängigkeitslauf, der Road de Julio Independente, und da bin ich dabei. Ja, das Laufen auf dem Laufband gehört leider bei mir auch dazu. Ich kann nicht nur draußen laufen, das zeitlich mit der Arbeit manchmal wirklich nicht übereinstimmt. Und dann renne ich schnell zum Fitnessstudio, stürze mich aufs Band für 1 Stunde und dann laufe ich da. Das ist meistens so 3-mal die Woche, dann 2-mal die Woche draußen laufen und 1-mal die Woche ein Laufevent, beziehungsweise alle paar Wochen ein Laufevent. Manchmal steht das auch tatsächlich nur 1-mal im Monat an, in der letzten Zeit sogar ja mehrmals die Woche, aber das Wichtige ist der Spaß dabei und das ist das, was für mich wirklich zählt. Guten Morgen, meine lieben Freunde, und herzlich willkommen zum neuen Video hier vom 9-Kilometer-Lauf am Tag der Unabhängigkeit in Argentinien. Heute ist der 9. Juli. Am 9. Juli werden 9 Kilometer gelaufen. Das ist jetzt für mich das 3. Mal in Folge, das 3. Jahr in Folge, diese kleine Distanz zwischendurch. Der Cordoba-Marathon vorgestern steckt mir noch etwas in die Knochen, aber das macht nichts. Mountain high, it's okay to cry. You will goodbye. Come on with me. There's just here and now. Ooh, follow me
So, los geht's. 9 Kilometer Independenzlauf hier in Buenos Aires. Ja, für mich wird's ein relativ lockerer Lauf. Also ich werde keinen Rekord heute aufstellen, da mir, wie gesagt, der Marathon vom Sonntag noch etwas in den Knochen steckt. Aber lockerer Lauf ist auf jeden Fall drin. Jeder Lauf macht Spaß, jeder Lauf bringt mich voran und jeder Lauf ist immer was Besonderes. Auch dieses Mal, wie gesagt, bei diesem schönen Lauf hier in Buenos Aires, das 3. Jahr in Folge. Darum mache ich das auch, weil es einfach Spaß macht. Ich würde vermuten, so um die 10.000 Leute und Läufer. War irre voll. Und ja, im 3. Jahr in Folge bin ich dabei. Konnte mich die letzten 2 Jahre verbessern. Dieses Jahr mache ich smooth. Mal gucken, was bei rauskommt. Kostenfaktor. Der ganze Spaß kostete 38.000 Pesos. 38.000 Pesos sind ungefähr so 30 Euro inklusive Startcheck, Startkit, T-Shirt, Laufnummer und ja, ein Pipapo. Und ja, ganz zum Schluss gibt's halt, wenn man es schafft, auch noch eine Medaille. Temperaturen. Es sind 10 Grad, etwas neblig, sehr hohe Luftfeuchtigkeit und ja, dennoch denke ich mal optimales Laufwetter. Die Sonne kommt gerade raus, hier am frühen Morgen in Buenos Aires. Mal schauen. Wie gesagt, ich habe echt voll Bock, schon gestern drauf gehabt, heute hier zu laufen. Und weil es mal, ich würde sagen, etwas Besonderes so an diesem Feiertag hier in Buenos Aires, wo dann wirklich Katz und Maus läuft. Heute sind es 9 Kilometer und 3 Kilometer. Und das halt alles dabei vom Top-Athleten bis zur Hausfrau. Und das macht diesen Lauf, glaube ich, sehr, sehr außergewöhnlich und besonders. Ja, kommen wir an dieser Stelle mal zur Frage der Woche. Was mich sehr interessiert ist, was war eure längste Strecke, die ihr bis jetzt gelaufen seid? Und was war die schönste Strecke? Das interessiert mich wirklich sehr. Schreibt mir das unten in die Kommentare und dann werten wir das mal gemeinsam aus. Denn ja, ich weiß, es ist immer sehr unterschiedlich, ob Trail oder Straße. Ich finde beides gut und würde gern wissen, wie es bei euch aussieht. Also was war eure längste Strecke und eure schönste? Ja, auch heute geht es wieder vorbei am Stadion von River Plate. Hier im Herzen des Stadtteils Belgrano in Buenos Aires. Wie auch schon in vielen anderen Läufen zuvor. Vorbei an diesem Prachtbau. So, ich laufe heute mit den On-Run Cloud Monster 2 mal wieder. Super schnell, super gut, super leicht. Wie gesagt, einer meiner beiden Lieblingsschuhe momentan neben den New Balance. Ja, laufen immer noch sehr gut. Ja, der größte Kostenfaktor auf jeden Fall bei dem ganzen Spaß sind auf jeden Fall die Schuhe. Momentan habe ich einen Verschleiß von 6 bis 7 Paare pro Jahr. Wenn man sich überlegt, die kosten nur zwischen 200 und 300 Euro umgerechnet, ist das schon eine ganze stattliche Summe. Vielleicht mache ich auch deswegen diese Videos, weil ich immer noch hoffe, irgendwann, wenn es so weitergeht, findet sich dann doch tatsächlich ein Sponsor, der sagt, André läuft, ist so gut, da bin ich dabei und stifte ja dir meine Schuhe der Marke Plim Plam Plom. Und wenn die dann gut sind, dann laufe ich mit Plim Plam Plom. Na gut, weiter und zurück geht's zur Strecke. Einer meiner persönlichen Helden jedes Mal bei den Läufen ist er, denn er führt die Blinden durch die Läufe und ist wirklich jedes Mal, er ist fast immer dabei, immer wenn ich laufe, sehe ich ihn. So, 8 Kilometer sind im Kasten, der letzte Kilometer ist jetzt angebrochen. Heute gebe ich nur die letzten 500 Meter Gas, noch nicht vorher, aber ich liege dennoch sehr, sehr gut in der Zeit.
Jetzt kommt der Zielanlauf. Die letzten 500 Meter liegen vor mir. Das heißt jetzt Gas geben. Así tienen un lindo recuerdo de los juegos cada día de la independencia. Und da ist die Medaille. Super Zeit, super Tag, super Lauf. Mit irgendwas, ich glaube 40 Minuten oder 41 Minuten ist das auch wieder noch einen Ticken besser als letztes Jahr, obwohl ich das gar nicht wollte. Aber das sage ich ja immer. Da ist sie. So, das war's jetzt von meiner Seite. Hier nochmal die Medaille. 9 Kilometer Unabhängigkeitslauf in Buenos Aires. Wie jedes Jahr am 9. Juli, Tag der Unabhängigkeit. Für mich heißt es jetzt, ja, schnell frühstücken, dann ins Lokal, ins Restaurant. Dort werde ich schön duschen und dann den Schuppen aufsperren, denn heute heißt es von 12 bis 12. Ja, volles Haus. Wir sind gut ausgebucht mit vielen Reservierungen. Wie oft an Feiertagen haben die Leute ja nichts anderes zu tun, als deutsch essen zu gehen. Und das ist auch gut so hier in Buenos Aires. Da freut sich der André. Da nehme ich euch nachher noch mal kurz mit, zeige euch mal, wie es dort aussieht. Und ansonsten von meiner Seite sage ich mal vielen, vielen Dank an euch. Vielen Dank, dass ihr da seid. Danke für alle eure Kommentare, Likes und Abos. Und ich freue mich auf ein Wiedersehen. Von daher danke und bis bald, euer André. Ja, das war doch wieder ein super Lauf. Ich bin dann wieder zurück, 2 Kilometer gewandert, um nochmal 2 Kilometer mit dem Victor zu laufen. Der Victor, ein wichtiger Bestandteil meines Restaurants, doch dazu jetzt mehr. So, und heute jetzt hier mit Victor. Victor, klar, arbeitet bei mir im Restaurant als Kellner. Bin heute mit hier am Start. Uiuiui. Ja, bei mir ist heute nach dem Lauf, ist vor der Arbeit, jetzt geht's gleich weiter hier. Herzlich willkommen in der Extrawurst in Buenos Aires, mein Restaurant. Ich zeige euch das mal kurz und dann muss ich wieder zurück, mich in die Küche stürzen. Volles Haus. Ja, das waren nochmal 2 kurze Minuten Eindrücke meiner Arbeit hier in Buenos Aires, was ich so treibe neben dem Laufen. Denn ja, vom Laufen allein kann ich nicht leben, deswegen muss ich schuften, hart schuften im Restaurant, in der Küche, oben, im Salon und was auch immer so ansteht. Aber das mache ich natürlich gerne, weil es Spaß macht. Wie das Laufen auch, gehört es auf jeden Fall hier zu meinem Leben in Buenos Aires dazu. Und ich hoffe, diesmal haben euch diese Eindrücke auch gefallen, ein bisschen mehr Privates zu sehen von dem, was bei mir so abgeht hier in Buenos Aires. Und ja, die Medaille kam wieder an die Wand, wie alle anderen. Und dann war es das für heute. Ich mache mal darauf aufmerksam, meine Frage der Woche: Was ist eure Lieblingsstrecke gewesen? Wo wart ihr am liebsten laufen bis jetzt? Und was war die weiteste Distanz? Ansonsten wünsche ich euch eine schöne Woche, alles Gute. Wir sehen uns dann nächsten Sonntag wieder, wenn es wieder heißt, André läuft hier aus Buenos Aires. Vielen Dank.